SID. Nein, shit. So, Devin Bookers Haus soll richtig krank sein. Ich bin gespannt. Der Mann ist mit Kendall Jenner zusammen, offiziell, unoffiziell weiß ich nicht, aber hatten auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind. Bin sehr gespannt. Spielt bei Phoenix Suns, der Mann, NBA-Spieler, sehr guter, ist noch relativ jung. What's up, AD? Welcome to the desert. I'm Devin AG? Booker. Achso. This is Haven. Come check out the house. Come on, Haven. Barfuß. Oh. Der Mann steht barfuß, schon mal uncool. Der Oldtimer? Boah, wow. Er ist in Phoenix. Wo ist Phoenix? Ich glaube, es ist in Texas, Digga? Arizona. Ja, ist ja auch südlich. Arizona, also beim Grand Canyon. Wir sind beim Grand Canyon. Also nicht cool zu, vielleicht. Aber das Ding ist, in Amerika ist jede große Stadt cool, weil da immer eine Universität ist und das heißt, da sind viele... Ja. Cool. This is the great room. I had a wonderful team help me on this. Clement's design team helped me bring this vision to life. The mountains coming in right from outside, so you get beautiful views. And this coffee table took a lot to get in. It's a big, heavy piece of granite slab, so it was a process getting in here. Fireplaces get used more than you would think in Arizona. You know, the winters are cold, so, and I'm from Michigan originally, so I grew up around a fire, so I keep the fire on. Come to the living room. Was stand da gerade? Come to the living room. Der hat eine Bar. Guck mal, was er alles da hat. Was ist denn hier los? Für Gäste, natürlich. Hennessy. Bücher. If I'm having a team over, I'm having an event at the house. This is usually where we tend to watch any type of game. You know, my team's big. Everybody's usually over 6'5" at least, so this couch fills up pretty quick. The whole entire space I wanted to be in. Die gucken da einfach als Mannschaft zusammen, die anderen NBA-Spieler und so. Cool. Inviting. I want it to be War der comfortable. Kendall I want it Tequila? to be grounded. Cool. It's architecturally a modern house, and I didn't want to just throw modern furniture in here. I want it to feel collected, feel like pieces came together, some materials came together. So when I get home, I like to just lounge, lay down, and just kick it. When I have the team over, this bad boy right here gets used the most. We play this little game called BOOKER on all of our flights. So sometimes after the flight's over, the game carries over to here. Ich will nicht wissen, wie viel Geld die sowas spielen, ne? But you can also play Uno here. We play spades. We play any type of game. We custom built this table to my liking. Put these nice suede chairs next to it that, you know, gives it a nice feeling and texture to it. I think the bar next to the poker table go hand in hand. It's perfect. That's my trick. Sportler trinkt kein Alkohol. I give my teammates a couple drinks and get them going, give them some confidence. A lot of tequila in here. Wenigstens ist er ehrlich. So here's the kitchen. I don't do too much cooking. Shout out to my chef, Ryan. Prepares unbelievable meals for us all the time. You know, I talk about Eigener Koch, so big. having the team over a lot. You know, that's kind of my mindset around this house is, you know, make a place that's inviting and have areas where you can, you know, talk and chill with each other. And this is one of the areas where, you know, that tends to happen. You know, it's very spacious, 2 islands in here, the marble top, very cohesive. I love how they hit off of each other. And some fresh picked limes. Es ist cool, dass alles so schön hell ist. So hier helles Marmor und so. Das ist so voll hell, voll einladend. So, er sagt ja auch, er will, dass so ein Spot ist, wo viele zusammenkommen können und so. Sehr cool. Weinkeller, nein, nicht Keller, Weinschrank. Now we're headed to the dining room, and this is where dinner is served. This is actually my seat right here. You know, I have my family over a lot, I have my friends over a lot. Also ich finde, Esstische sind overrated, außer für Weihnachten oder wenn man irgendwie mit der Familie was isst. Ich wohne alleine, Digga, ich esse auf der Couch, ich esse im Bett, ich esse hier im Stream, ich esse überall, aber nicht an meinem Tisch. And I like to do dinner, you know, as a collective group. I like to sit down. I don't want it to be all over the house, so we keep it in one spot. And these chairs are unbelievable. They have a mid-century vibe. Same with the chandelier, both mid-century. It's a beautiful hint to what I like. As you can see, the wine cellar right off to the right. I'm all over with the wine, to be completely honest. You know, I took a couple trips to Napa Valley. That's where I started. And now I'm just exploring.
You know, I have a lot of friends that are into wine, so they put me on to new things. And, Dieses Weingame verstehe ich auch gar nicht, ne? Ich hasse I like the process. Like I said earlier, it's about conversation and have some great conversations over some good wine bottles. And last, but obviously not least, this is the James Terrell, probably my favorite piece in the house. And if you stare at it long enough, it starts to look like a floating box. Come on, bro. You done for the day? Harvey. Heaven. Wie ist der? No Rolex. Perfekt. On to the office. This is where the deals get done. Now, funny thing about this office, used to be my gaming room. So, you know, it took a lot for me to grow up and transform this into a proper office. But I'm glad I did it. We started this room with this couch. It's like a vintage Italian leather couch, and we built around it. Obviously, you see this strange shaped desk here, piece of art hanging, and just the materials like we talked about earlier. You know, it feels warm and cozy, and you know, I feel it's part of maturing. But I did love my gaming setup in here. Hä, also er hatte so ein Gaming Room, aber er hat es zum Office gemacht, weil er erwachsener wurde, für seinen Sport mäßig. Aber er hat safe noch irgendwo seine Gaming-Ecke, lügt nicht. This is my bedroom. You know, just keeping the textures, keeping it warm, keeping it grounded. You know, I like to clear my head here, especially when it's time after a long day just to rest and ease up a little bit. Obviously, the big staple of this room was the bed. I've never had a bed this big in my life, but I got it custom made. And I don't do much in here but sleep. Gut so, Timmer. Chucks. This is my closet, and this is my Zeig mal her. Cool, okay, er hat ein paar von Travis, er hat viele Dunks, er hat fast alle Farben, cool. Travis Dunks, Jordan 1er, viele Chucks, anscheinend liebt er Chucks. Collection, a lot of people always ask me, how do I go about collecting? I used to be a lot bigger sneaker Air Force, Air Force, Air Force. head than I am now, to be completely honest. I used to Aber es sieht voll cool aus, so ein Holzschrank. wait on release dates. I remember as a kid saving a lot of money up to get any shoe that released at the time, but now I get too many. And you know, the process for me is putting them in storage. Jordan 3er Quatsch. Try to keep it at this amount. Yeah, if you can see these ones up top, the white and blue ones, these are some 1985 custom Jordan 1s, which are like an art piece to me. That's how I feel about shoes. Here's another one right here from 1985. I know they look used and beat down, but gives it a lot of character for me. You know, I don't switch it up very much, as you know, a lot of people know in the sneaker world. Converse is probably my favorite shoe. Ich dachte, das wäre eher so ein Ding für ältere Leute, sich Oldtimer zu holen. Ich will wissen, was sein Auto ist, mit dem er zum Training fährt und so. Here we are in the garage. I'm a classic car collector. I think it's a family tradition for me that, you know, I've took on and honed in on. These two right here, I know they look very similar, which my mom doesn't understand, but this is my... Das sieht aus wie so FBI-Autos sind, die irgendwo in irgendwelchen Filmen Leute jagen, wo irgend so ein oder Bösewicht drin ist oder so. My daily Grand National that I drive day to day, and this is a GNX version. They did only, I think, 547 of these things. So I don't drive it much, but it looks good sitting here. People always ask me what's my favorite, and it's like picking your favorite child, you just don't do that. But I'll take you all the way here to the end to show you my favorite. Digga, er ist immer noch barfuß. This right here is Pretty Penny. Das, ist der Boden nass oder bin ich blöd? Und der Mann ist barfuß. This is what I drove the game one of the final. Spätestens jetzt hat er Krümel am Fuß und das ist unangenehm, das macht man nicht. Entweder hat man Socken an oder man hat Lightning McQueen Crocs. Spätestens jetzt hat er Krümel am Fuß und die Füße sind dreckig. It's a 59 Impala ragtop. Das ist blöd, ja, dann ist halt nicht nass, aber trotzdem. All original, so how it came in 59. Timmer, die leuchten im Dunkeln. Na, die leuchten, wenn ich laufe. And this is what introduced me to collecting cars. This is my first piece. I got this 2 years ago now. Das sieht aus wie das Mr. Bean Auto, das blaue, was immer Unfälle macht. Utah, and you know, me and my friends, we get the backstories on these cars, and that's where most of my conversation is. My grandpa, I remember going to his house growing up. He'd be underneath this car every time I got there, and you know, I never got that privilege to spend time with him in the garage, but he loves that I'm collecting, and hopefully one day I get a warehouse and
even expand even further. I usually keep it Chevy. You know, I have a lot of Impalas. This is a 59. I have a 96 is right here, the black cherry one. But this is about the house. Digga, ich zieh die Schuhe an jetzt. Boah, cool. Pff, Digga, draußen ist die so krank, ne? Guck mal, wie es von außen aussieht, so Bungalow-mäßig, also einstöckig. Flaches Dach, ganz wichtig. Palmen, Leute. Wuhu. Hier soll es ein Fireplace sein? Ich weiß nicht, ob man noch Feuer machen kann. Und dann der Pool und alles ist so schön hell, weiß-schwarz gehalten, so geil. David, danke für den dritten. Traum. Aha. Oh. Digga. Man muss hier doch rüber balancieren und so. Balancieren. Ah, und die Palme, Leute. Die Palme ist es. Ohne die Palme wäre es nicht so cool. Guck mal, wie scheiße es jetzt ist. Guck mal, wie scheiße es jetzt ist. Cool. Scheiße. Cool. Scheiße. Cool, scheiße. Cool. Cool. Oh, this is the backyard. This is the pool. Not much of a backyard, but I actually use this very often. Die Palme ist auch noch so sexy, Digga. Die ist so schön fett und die sind so schön, die Blätter. Oh. Whether it's for recovery or for entertainment. You know, I like how it's set up. You know, it's courtyard style. Guckt's euch an. And I feel like every... Boah. Digga, wie nah geht der Pool denn ans Haus rein? Ach, hier ist der Ding. Hier ist der Tisch, wo die zocken. Da ist die Bar und dann besaufen die sich hier und dann springen die in den Pool. Cool. Section is kind of facing towards the pool, so you know we have a good time. Eine weiße Tischtennisplatte, wie reich. Our projector screen, it comes down right over that box over there, and you can watch it from the pool, you can watch it from the hot tub, you can even see it from inside the house. Junge, stell dir vor, die gehört es einfach. Du stehst auf, du läufst so raus kurz mit einem Kaffee in der Hand, bei mir Kakao, mit Schaum aber oben. Geh so raus, guck auf die Berge und sehe einfach das und guck mir dann die Palme an mit einem Fernglas und hol mir einen runter auf die Palme. Digga, wie schön. Wenn hier auch noch die Sonne scheint, das Wasser, irgendwie ist das Wasser, warum ist das Wasser nicht blau? Warum ist es so dunkel? Ich würde da, glaube ich, Lebensmittelfarbe reinmachen, damit es schön türkis ist oder so. Ja, das ist das Blöde. Stell dir vor, Devin wird getradet. Okay, er hat Max-Contract und seine scheiß Füße, Digga, macht die scheiß Füße jetzt weg hier. Er hat Max-Contract, deswegen kann er chillen. Und er wird nicht so schnell getradet, wenn er will. Aber jetzt bei NBA-Spielen halt so, das kann ganz schnell einfach sein. So, pup. Harden, kommt einer nach Brooklyn. Stell dir vor, der hat jetzt in New York so was richtig krasses gekauft und muss jetzt einfach wieder weg. Oder geht weg, weil es ihm nicht gefällt. You know, it takes up the whole backyard. Once it gets dark, it lights up pretty well. Now you come into the game house. This area used to be a proper guest house with a kitchen and 2 bedrooms, and we came here, we just blew it all up. We just wanted to make it an inviting, comfortable space. You know, this serves many purpose for us. It's a theater, it's a studio, we play loud music back here, and really we just chill. This is the hangout. And even though this is a big couch, you'd be surprised how quick it can fill up with a couple 7-footers on it. I'm actually not that crazy of a candy eater, but when it's sitting in front of you just like this every single day, Boah, wie cool hier. Das hier hinten. So viel Candy. I dibble and dabble. I'm not gonna lie. This is the pool hall. I don't know if you can tell, I got repping my college with the Big Blue Nation Kentucky pool balls. I mean, I have a Wieso haben die alle die gleiche Farbe fast? Es gibt nur halbe und volle. Competitive team, and we like activities, and we like to gamble a little bit here and there. So between the poker table, die Gamble, sag ich doch. Die wetten da so viel Geld, Digga. This pool table, the video games we play on the screen in there, we have activities to do. So we keep it interesting, we switch it up around here. Ich weiß, wegen seinem College, aber trotzdem. Ich wusste gar nicht, dass es funktioniert, wenn man Billard zum Beispiel nur mit weißen und schwarzen Kugeln hat oder so. Das würde ja gehen, theoretisch. Warum haben die alle bunte Farben? Jetzt war es hell gerade. Ich sehe nur die Palme, die sieht so saftig aus. Coole Wand. Oh! No! Kendall Jenner?
All right, AD, it's been real. I appreciate you guys visiting me. I appreciate you coming out to the desert. I have a poker game to get to. To the desert. Guck mal, Phoenix. Weiß ich nicht. Chat 1 bis 10. You guys are invited back whenever. Geisteskrank. Also für ihn alleine ist jetzt nicht so riesig, aber das ist auch besser so, dass es nicht so riesig ist. Der hat viel an seine Freunde gedacht, weil er halt so viel Platz hat. Denkt halt an seine Freunde. Macht dafür viel, so Sachen, wo man was gemeinsam machen kann. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr kranker Raum. Ein krankes Haus. Cool, Devin. Cool, Devin. Und mach weiter so. Yeah, yeah, yeah.